Servus und herzlich willkommen zu meinem allerersten Astro-Vlog-Video hier auf YouTube. Ich bin gerade hier auf Madeira und mein Ziel in den nächsten Tagen ist es, so viele Fotos wie möglich vom Nachthimmel und der Milchstraße aufzunehmen. Ich hoffe, das sehr wechselhafte Wetter hier auf der Insel ist auf meiner Seite und ich möchte dich in diesem Video mitnehmen bei meinem Vorhaben. Bevor wir aber mit dem Video starten, ein paar kurze Facts über Madeira. Madeira gehört zu Portugal, liegt geografisch aber näher an Afrika als an Portugal selbst. Circa 1000 Kilometer westlich im Atlantik ist die kleine Insel zu finden. Die Insel ist eine Vulkaninsel und ist bekannt für die steilen Küsten und unzähligen Wanderungen. Auf der Insel herrscht das ganze Jahr über mildes Klima und ist daher Heimat für unzählige Pflanzen und eine einzigartige Vegetation. Die Insel ist daher ein beliebtes Reiseziel für Outdoor-Fans und Wanderer. Ebenso ist die Insel ein beliebtes Ziel für Astrofotografen. Die Insel weist im Vergleich zum europäischen Festland eine verhältnismäßig geringe Lichtverschmutzung auf. Daher waren schon vor mir viele Astrofotografen auf der Insel und haben geniale Bilder hier auf der Insel vom Nachthimmel aufgenommen. Und mein Ziel ist es, in den nächsten paar Tagen auch 1 oder 2 Fotos hier vom Nachthimmel aufnehmen zu können. Rucksack ist gepackt für unser erstes Ziel hier auf Madeira. Das Ziel ist der Pico Ruivo, der höchste Berg von Madeira, knapp 1800 Höhenmeter. Und der Berg ist natürlich beliebtes Reiseziel oder Ziel für Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge. Wir müssen uns sehr beeilen, weil wir fahren circa eine Stunde zum Parkplatz und müssen dann noch eine Stunde wandern. Am Berg selbst wollen wir uns den Sonnenuntergang anschauen und dann hoffentlich beim Weg runter ein cooles Foto vom Nachthimmel machen. Wir haben jetzt da unten einen ganz coolen Spot gefunden, ein kleiner Baum vor den Bergen und hinter diesen Bergen soll die Milchstraße aufgehen. Das haben wir mit Fotopilz gecheckt und jetzt werden wir, bevor die komplette Dunkelheit einbricht, diesen Baum und die Berge nochmal genau fotografieren, um genügend Details zu erhalten im Foto. Und nachdem die komplette Dunkelheit eingebrochen ist, werden wir die Milchstraße fotografieren. Wir sind hier am Pico Aero, einer der höchsten Berge Madeiras, am Weg zum Pico Ruivo. Der Weg ist zwar gesperrt, aber wir sind circa eine halbe Stunde in diesen Weg reingegangen und haben hier einen weiteren Spot gefunden. Der ist eigentlich perfekt geeignet, um die Milchstraße zu fotografieren.
Es ist ja sehr, sehr windig, also wir müssen wirklich fast die Kamera schon festhalten. Wir haben das auch schon bemerkt beim Sonnenuntergang, sehr bewölkt, sehr windig, dennoch sehr, sehr cool, sehr coole Kulisse. Mit diesen Wolken macht es das Ganze nochmal sehr spektakulär. Jetzt aber haben wir freie Sicht auf den Nachthimmel und wir wollen eben die Milchstraße da hinter so einem spitzen Berg fotografieren. So, jetzt circa eine halbe Stunde später, ich habe jetzt einige Bilder vom Vordergrund gemacht und auch vom Nachthimmel, den gesamten Milchstraßenbogen abfotografiert. Hat einiges an Zeit beansprucht, weil es eben hier sehr, sehr windig ist und die Kamera teilweise gehalten werden muss, beziehungsweise nur ganz kurze Phasen sind, wo kein Wind ist. Aber ich hoffe, wir haben einige oder genügend Bilder, um zu Hause dann ein passendes Bild stacken zu können. Wir werden jetzt langsam den Weg zurück angehen. Vielleicht finden wir am Weg nochmal ein, zwei Pflanzen, die cool ausschauen und die wir mit der Milchstraße fotografieren könnten. Und ansonsten geht es heim ins Airbnb. Wir waren gerade am Fanal Forest und wie zu erwarten, da war viel Nebel und viele Wolken. Das schaut zwar sehr, sehr cool aus mit diesen Bäumen, aber für ein Foto mit der Milchstraße ist das natürlich nicht geeignet. Wir haben aber schon eine Alternative gefunden, nämlich einen Viewpoint am Berg, wo eine Straße eine recht steile Kurve macht und hinter dieser Straße sollte eigentlich perfekt die Milchstraße aufgehen. Plan bzw. Ziel von diesem Foto wäre auch, dass wir mit dem Auto dieser Straße entlangfahren und mit den Rücklichtern bzw. Vorderlichtern entsprechende Light Trails mit in das Bild aufnehmen. Wir werden da jetzt mal hinfahren und schauen, ob das Ganze so funktionieren kann. Da ist jetzt ein Road Closure. Wir können mit dem Auto nicht zu dem Viewpoint fahren, den wir geplant haben. Möglicherweise fällt uns eine Alternative ein oder ohne Lichttrails dieses Bild. Perfekt, wir waren gerade unten am Viewpoint, da war die Road Closure, wir haben mit dem Auto nicht runterfahren können. Aber ich habe mich sportlich nur aktiv gemacht, ich habe vorne das Licht eingeschaltet, hinten das rote Licht und entsprechend auf den Kopf dann und dann haben wir die Straße runtergerannt und dann wieder hoch. Und jetzt haben wir entsprechende Light Trails mit dem Bild. Ich hoffe, das Ganze schaut cool aus. Ich hoffe auf Funkel selbst, die Stadt hat nicht zu viel Lichtverschmutzung verursacht, dass wir die Milchstraße noch gut sehen. Am Bild selber oder am Preview hat es einmal ganz gut ausgeschaut, aber schauen wir mal. War eigentlich eine cool, oder? Mhm. Oder? Wir sind jetzt so spontan zum Fanal Forest gefahren. Da ist normalerweise immer bewölkt, aber wir haben heute wirklich Glück. Die Milchstraße, oder wir haben freie Sicht auf die Milchstraße. Deshalb gilt es hier gleich die Zeit zu nutzen und hoffentlich auch hier nur ein paar coole Fotos zu erzielen. Schwierig natürlich, es ist schon komplett dunkel. Es ist schwierig hier die Bäume zu finden oder passende Bäume zu finden und natürlich den Vordergrund richtig mit vielen Details abzufotografieren. Das ist die Schwierigkeit. Ebenso haben einige Kühe am Gelände und die will ich hoffentlich nicht stören und ich muss schauen, dass meine Schuhe halbwegs sauber bleiben, weil der Boden ist sehr zertrampelt und teilweise mit Kuhscheiße versehen.
Ebenso sollte man schauen, dass man wieder weiß, wie es zurückgeht. Ja, da bin ich glaube ich nicht gekommen. Das waren wenige Eindrücke von Madeira bei Nacht, bzw. wie ich meine Fotos mache. Madeira ist aber genauso schön unterm Tag und ich kann nur empfehlen, diese Insel einmal selbst zu besuchen. Dennoch bringt mir das zum Ende meines ersten Astro-Vlog-Videos und ich kann nur hoffen, dass euch das Video ein bisschen gefallen hat. Es war verdammt schwierig, gerade Sätze rauszubekommen vor der Kamera, gerade dann, wenn man den Astro-Vlog eigentlich nicht geplant hat, bzw. nur minimal geplant hat. Sollte dieses Video YouTube erreichen und ihr euch das anschauen können, dann ist das nächste Video bzw. der nächste Astro-Vlog schon geplant bzw. abgedreht und ich kann euch nur schwer motivieren, diesen Kanal zu abonnieren und gerne, sofern es euch gefallen hat, ein Like da lassen. Hier auf der Insel macht man keinen Strich durch die Rechnung und ich möchte euch hier in diesem Video Wir sind jetzt am Pico Aero, dem höchsten Berg Madeiras. Okay. Madeira und ich möchte, und mein Ziel ist es, das ist gut,